Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es ein saisonales Rezept mit Spargel und zwar, wir werden ein leckeres Risotto zubereiten. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier Milchreis, Weißwein, Zwiebel, Spargel, Butter, Parmesankäse, Salz und Pfeffer und wir brauchen noch Gemüsebrühe. Ich habe ein bisschen Arbeit hier vorgeleistet und zwar ich habe die Zwiebel schon geschnitten, weil ich immer weine, wenn ich Zwiebel schneide, und ich habe den Parmesankäse schon gerieben. Und was noch jetzt zu tun ist, ist die Spargel in kleine Stücke schneiden und das werde ich jetzt auch machen. Übrigens die Mengenangabe, die Zutaten findet ihr unter der Videobeschreibung und jetzt werde ich jetzt mal die Spargel schneiden. Die Spargelspitzen habe ich schon geputzt, abtrocknen lassen und nun werde ich das trockene Ende erstmal wegschneiden. Ich habe die leckere Spargel erst in Deutschland kennengelernt. In meinem Heimatland Moldawien gibt es gar nicht, wird gar nicht gepflückt oder gezüchtet. Und ja, für mich war neu erst, wo ich hierher gekommen bin, und dann habe ich erst mal geguckt, was ist das? Ne? Jetzt bin ich froh, dass ich den Spargel kennengelernt habe. Gesund, lecker, wunderbar. Nun schneide ich jetzt die Spargelspitzen in Stücke etwa um 3 cm groß. Dann gebe ich alles in eine Schüssel rein, weil die brauche ich dann ein wenig später. So, mit der Schnibbelarbeit sind wir jetzt fertig und es wird weiter am Herd gemacht. So, nun mache ich jetzt mein Herd erstmal an. Jo. Und dann gebe ich einen Teil von der Butter rein, etwas mehr wie die Hälfte. Und dann lasse ich die Butter schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, dann gebe ich die Zwiebel rein. Und dann lasse ich die Zwiebel glasig anbraten. Jetzt, wo die Zwiebel glasig ist, gebe ich dann den Reis dazu. Dann gut umrühren und ein paar Minuten auch mit braten lassen. Man kann jetzt sehen, der Reis hat auch so glasige Farbe bekommen. Ich habe etwas um die 4-5 Minuten jetzt hier mit anbraten lassen und ich lösche das alles mit Weißwein. Und dann lasse ich kochen, bis der Wein verdampft ist. Hin und wieder umrühren, ohne Deckel. Der Wein ist jetzt verdampft. Es ist nichts mehr. Da. So. Nun gebe ich dann die Brühe rein. Erstmal die Hälfte. Oh. Und die gleiche Prozedere, öfters umrühren. Lieber einmal mehr umrühren wie einmal zu wenig. Und dann ohne Deckel auf niedrige Temperatur lasse ich jetzt erstmal so 35 bis 40 Minuten kochen. Jetzt sind es etwa 35 Minuten. Der Reis
ist jetzt schon fast gar. Nur noch den letzten Schritt. Ich werde jetzt noch die restliche Brühe reinmachen. Und dann die Spargelstücke noch dazu geben und dann mitkochen lassen. Etwa 8 Minuten, 8 bis 10 Minuten noch kochen lassen. Gut runterrühren die Spargelstücke, dass sie auch mitkochen können. Es ist so wichtig, öfters umzurühren. Es duftet so lecker. Nach Reis, nach Spargel. Wie bereitet ihr euren Risotto zu? Was kommt da rein? Schreibt mir in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Ich probiere jetzt erstmal ein Stück Spargel. Guck mal, ob das schon fertig ist. Ja, ist durch. Njam, njam, njam. Nur noch einen letzten Schliff jetzt für den Risotto, dann kommen noch die restlichen Zutaten rein. Ich werde das mal jetzt würzen mit Salz und Pfeffer. Aber vorsichtig, nicht zu viel Salz, weil in der Brühe war schon so Salz. Abschmecken. Und Pfeffer. Dann kommt noch die restliche Butter rein. Und gebe ich noch den Parmesankäse dazu. Dann alles vorsichtig runterrühren. Guckt euch die Schönheit hier an. Unser Spargelrisotto ist jetzt fertig zum Servieren. Oh, ich freue mich schon. Sehr lecker. Ich probiere das nochmal jetzt mit allen Zutaten. Nochmal. Mache ich schon aus. Wunderbar lecker. Wunderbar lecker. Et voilà. Der leckere Spargelrisotto ist jetzt fertig zum Servieren. Ist sowas von aromatisch und lecker. Es duftet und es schmeckt wunderbar. Ich kann euch nur ans Herz legen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit mir und ich würde mich sehr freuen, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund und macht es nach. Tschüss, eure Tati.